Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Für mein heutiges Video habe ich mir eine Leinwand auf meinen Arbeitstisch gelegt, die 80 x 80 cm groß ist. Und damit ich eine schöne türkisblaue Hintergrundfarbe habe, habe ich die mir aus einem Türkisgrün und einem Türkisblau angemischt. Bevor ich dann mit dem richtigen Bildaufbau beginne, trockne ich meine Leinwand erstmal mit dem Föhn. Der Titel zum heutigen Video hat es dir ja schon verraten. Ich werde ein Bild mit Rost- und Patinaoptik gestalten. Und dazu ist es natürlich notwendig, ein paar Elemente auf die Leinwand zu bringen, die ein bisschen gebraucht und alt aussehen. Und was kann es da Schöneres geben, als zunächst erstmal mit dem gebrannten Sienna auf der Leinwand zu arbeiten? Dass sich momentan das Holzkreuz durch die Leinwand drückt, ist bei diesem Bild gar nicht so schlimm, denn ich weiß, dass ich ziemlich viele Schichten nach und nach auftragen werde und dann wird diese Zeichnung hinterher verschwunden sein. Ich rakel zunächst erstmal ein paar Bahnen, bewege mein Rakelwerkzeug durchaus mal nach rechts und links, damit sich verschiedene Muster auf der Leinwand ergeben. Aber ich achte auch darauf, dass von dem Türkis noch relativ viel zu sehen ist. Das Schöne an der Rakeltechnik ist, dass sich nach und nach Inseln ausbilden werden und auch zusammenhängende Strukturen und alles in allem wird hinterher ein sehr lebendiges Bild abgeben. Als nächste Schicht habe ich mir das Olivgrün Dunkel ausgesucht, das eine wunderbare Verbindung zu dem gebrannten Sienna darstellt und sich von der Hintergrundfarbe sehr kontrastreich abhebt. Das dunkle Olivgrün gehört zu den deckenden Farben und deshalb achte ich darauf, dass noch etwas von dem gebrannten Sienna zu sehen ist, denn das gebrannte Sienna ist eine halbtransparente Farbe. Die nächste Farbschicht ist das Titan Buff Hell und das Schöne an dieser Farbe ist, dass auch sie deckend ist, aber in Berührung mit den schon auf der Leinwand befindlichen Farbschichten sich jetzt die ersten Farbmischungen einstellen. Mir gefällt diese Farbkombination von diesem Anfang ziemlich gut, denn auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass ein paar leichte Wolken oberhalb von diesem türkisfarbenen Hintergrund schweben und auf der anderen Seite zeichnen sich gerade ein paar erdige und herbstliche Töne auf der Leinwand ab. Mir gefiel diese Mischfarbe zwischen dem Titan Buff Hell und dem dunklen Olivgrün so gut, dass ich mein Rakelwerkzeug zwischen den einzelnen Bahnen nicht mehr gesäubert habe und habe dann geschaut, wie sich das Bild auf der Leinwand verändert und dann entschieden, ein paar akzentuierte Bahnen zu rakeln.
Für das nächste Werkzeug brauchst du etwas Mut, deine soeben gerakelte Farbschicht zu zerstören. Und das Ganze mache ich mit einem kleinen Fassadenspachtel, indem ich den über die Leinwand ziehe, aber darauf achte, weil der Fassadenspachtel auch ziemlich scharfe Kanten hat, dass ich nicht die Leinwand beschädige. Meine Leinwand besteht gerade aus sehr hellen Farbtönen und da brauche ich in jedem Fall jetzt einen dunklen Kontrast und heute ist meine Wahl auf das Grün-Blau gefallen. Ich habe extra diese Farbe ausgewählt und nicht das Preußisch-Blau, weil in dem Grün-Blau tatsächlich, wie der Name schon sagt, auch grünliche Anteile in dem Blau vorhanden sind. Und das passt, wie ich finde, besser zur Leinwand als das doch etwas distanziertere Preußisch-Blau. Beide Farben, also das Grün-Blau als auch das Preußisch-Blau, wären transluzent, sodass die Farbe dort deckender aussieht, wenn sie dicker aufgetragen wird, als sie es eigentlich ist. Mit dem Farbauftrag meines Grün-Blaus habe ich meine Leinwand von erdigen Tönen und grünlichen Schimmern eher in ein Meeresblau verwandelt und ursprünglich wollte ich ja gerne ein Bild in der Rost- und Patina-Optik machen. Und für mich gehört zum Rost auch immer, dass etwas braune Stellen hat. Beispielsweise, wenn ich mir ein Metall vorstelle, was anfängt zu rosten, wo die Farbe abblättert. Und dann brauche ich noch einen dunkleren Ton, als es das Blau von vorhin gewesen ist. Und dann habe ich mich für das gebrannte Umbra entschieden. Auch das gebrannte Umbra ist eine transluzente Farbe und deshalb ist sie so wunderbar an dieser Stelle zu gebrauchen, weil sie auch dort nur in größeren Bereichen auftritt, wo sie dicker aufgetragen ist. Und dadurch sind die anderen Farbschichten, die ich vorher aufgetragen habe, noch sehr gut zu sehen. Die Kratzer von vorhin sind auch immer noch gut zu sehen und das ändert sich auch mit meiner nächsten Schicht, dem Türkisgrün, erstmal nicht. Das Witzige an dieser Situation ist hier, dass ich das Türkisgrün als Patinafarbe zu Kupfer auftrage und wenn draußen ein sogenannter Verwitterungsprozess stattfindet, zum Beispiel bei einem kupferfarbenen Fallrohr, dann habe ich erst die Farbe Kupfer und anschließend die Patina obendrauf. Bei meinem Bild hier arbeite ich tatsächlich einmal umgekehrt. Die nächste Farbschicht in Kupfer soll als Akzent gesetzt werden und dadurch, dass die Metallic-Farbe transluzent ist und ich vorher eine deckende Farbe aufgetragen habe, wird das Konzept sehr wahrscheinlich aufgehen, dass ich nur noch ein paar Anhaltspunkte vom ursprünglichen Metall habe.
Auch in dieser Einstellung kannst du sehen, dass die Kratzer nach wie vor sichtbar sind. Bei meiner letzten Farbschicht auf diesem Bild greife ich noch einmal zu dem deckenden Türkisblau, welches ich in der Hintergrundfarbe verwendet habe, um diese glänzenden Akzente, die ich vorhin mit dem Kupfer gesetzt habe, wieder etwas abzumildern. Ich achte allerdings darauf, dass das Türkisblau jetzt nicht deckend aufgetragen wird, auch wenn es per se eine deckende Farbe ist, damit von den anderen Schichten immer noch viel zu sehen sein wird. Ich glaube, diesem Bild sieht man es an, wie viel Freude ich beim Malen hatte. Es hat so viel Spaß gemacht und ich bin tatsächlich so glücklich darüber, wie dieses Bild aufgegangen ist und dass ich so viele Schichten, Inseln und vor allen Dingen auch noch die Kratzer sehen kann. In der getrockneten Version ist es ja meistens so, dass die Farben dunkler auftrocknen und ich habe das Bild jetzt auch schon mal gesehen, wenn es nicht direkt angestrahlt wird, aber durch die aufgetragenen Kupferschichtstellen glänzt es wirklich schön, aber dezent. Dann zeige ich dir einmal das Bild an der Wand aufgehängt und angestrahlt von einem anderen Licht. Je näher ich rangehe mit der Kamera, desto besser werden die Feinheiten sichtbar, die einzelnen Schichten. Ich kann tatsächlich bis auf den Hintergrund hinunter gucken. Ich sehe das gebrannte Sienna vom Anfang. Und ich kann auch noch weitere einzelne transluzente Schichten von den anderen unterscheiden. Das Schöne ist tatsächlich, auch die Kratzer sind noch sichtbar. Sie geben dem ganzen Bild eine wunderbare Textur und deuten eben an, dass es sich hier um etwas handelt, was bereits einige Zeit irgendwo gestanden oder gelegen hat. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Gucken dieses Videos wie ich beim Erstellen dieses Bildes. Und ich wünsche mir, dass du mir ein Like gibst für dieses Video. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere auch gerne meinen Kanal. Und was ich besonders toll finden würde, ist, wenn du mir in den Kommentaren etwas über dieses Bild schreibst oder ob du selber schon mal gerakelt hast. Ich wünsche dir jedenfalls eine gute Zeit, eine kreative Zeit. Ich sage ein herzliches Dankeschön, dass du das Video geschaut hast und dass du mir zugehört hast. Und dann hoffe ich, dass wir uns in 2 Wochen auf diesem Kanal sonntags um 17 Uhr wiedersehen. Mach's gut, bis dann.